Gibt es Aktien, die perfekt geeignet für einen Sparplan sind? Herzlich willkommen auf dem Personal Market. Wir schauen uns heute mal an, welche Aktien vielleicht wirklich optimal für einen Sparplan geeignet sind. Und ich möchte so ein bisschen auch über die Thematik hinter einem Sparplan sprechen und warum das schon sehr, sehr viel Sinn machen kann. Ja, grundsätzlich mal zur Basis. Also ich brauche eine dynamische Entwicklung als Voraussetzung für eine sinnvolle Sparplananlage in eine Aktie mit einer gleichmäßigen Performance und am besten bei einer Aktie, die eine möglichst niedrige Schwankungsbreite hat, damit ich natürlich einen möglichst guten Average, also Durchschnittspreis bei einer Aktie bekomme. Klar, grundsätzlich bietet sich vor allem ein Sparplan an, wenn es sehr, sehr schwierig ist, da einen Einzelkauf zu tätigen, wenn man jetzt hier ganz schwer unterscheiden kann zwischen ja, einer Korrektur und eben einer Hochphase. Ja, und die Lösung für das Problem grundsätzlich ist ja der Cost-Average-Effekt. Wenn ich einen Sparplan laufen lasse, dann erhalte ich über einen langen Zeitraum einen Durchschnittspreis für die Aktie und das wollen wir ja letztendlich auch erreichen. Ja, was ist der Cost-Average-Effekt? Ja, es ist das Ergebnis eines Sparplans und grundsätzlich ist er sehr kostengünstig und stetig. Also ich muss keine Gebühren zahlen. Ich habe einen langen Zeitraum, in den ich eine Aktie rein investieren kann, rein sparen kann und das verhindert dann auch Market Timing. Also es geht dann nicht darum zu schauen, okay, heute ist der Kurs niedrig, deswegen kaufe ich heute, sondern es wird unabhängig vom Preis eigentlich in die Aktie weiter reingekauft, was aber natürlich auch zu einer stetigen Verwässerung führt. Heißt, wenn ich mit meiner Position im Moment 30% im Plus bin und ich kaufe Anteile zum aktuellen Preis nach, dann habe ich natürlich auch niedrigeren prozentualen Gewinn auf meine Anteile, nachdem ich neue dazu gekauft habe. Und das ist eigentlich auch der Hauptnachteil gegenüber dem Einmalkauf. Da ich jetzt eben, wenn ich heute alles investiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn wir davon ausgehen, dass wir eine positive Performance haben über die nächsten Jahre, ist natürlich die Gesamtrendite deutlich höher, wie wenn ich da auf Basis eines Sparplans in die Aktie investieren würde. Aber ein großer Vorteil beim Sparplan ist natürlich die Risikominimierung, die dazu führt, ja, dadurch, dass ich eben nur einen Teil meines Geldes langsam reinfließen lasse, habe ich natürlich auch eine deutlich geringere Abhängigkeit von dieser Schwankung der Aktie, weil ich im besten Falle, wenn die Aktie etwas korrigiert, auch wieder mehr Anteile kaufen kann für das gleiche Geld, wie ich es vielleicht vor ein paar Monaten noch machen konnte. Und jetzt habe ich auch hier ein Beispiel dabei. Zum Beispiel hier ist es am DAX mal aufgezeigt, das Sparplan-Dreieck. Und da wird einfach mal nur so ein bisschen aufgeschlüsselt, welche Rendite man hier gemacht hätte nach Jahren, also nach einem vollständigen Verkauf. Und da sieht man eigentlich ganz gut, ja, also dass da wirklich hauptsächlich die Performance ja, positiv war. Auch hier nochmal sehr, sehr schön dargestellt am S&P 500 sehen wir Laufzeit von 20 Jahren. Ich habe jetzt hier mal eingegeben, 100 € pro Monat ist die Anlage über 20 Jahre angelegt, durchschnittlich mit 8% beim S&P 500. Und wir sehen, dass sich hier erst so richtig nach circa 8 Jahren eine Schere bildet, die natürlich dann immer größer wird. Also in Gelb sieht man hier die Gesamteinzahlungen, die man getätigt hat. Und in Blau dann die ungefähre Rendite mit einem Schwankungsbereich dazwischen. Und wir sehen, dass sich das halt sehr langfristig dann doch deutlich machen kann. Also gefällt mir sehr, 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 sehr gutes Schaubild. Da sieht man auch, dass die Rendite schon sehr exponentiell auch über 20 Jahre letztendlich ansteigen kann. Ja, hier mal der S&P 500 und die jährliche Performance. Also grundsätzlich kann man feststellen, dass sich das auf jeden Fall lohnt, hier monatlich einen Sparplan laufen zu lassen. Der Größteil der Aktienjahre ist auf jeden Fall positiv. Also hier in Blau ist der Total Return und eigentlich relativ selten sehen wir hier mal Jahre in Rot mit drinnen. Also da sehen wir auf jeden Fall, dass man da auf jeden Fall eine positive Tendenz hat bei dem Sparplan, wenn man den jetzt hier über die letzten 100 Jahre in den S&P 500 laufen hätte lassen. Ja, Umsetzung, ganz klar. Also ich führe eine Order aus für einen Sparplan auf eine Aktie, zum Beispiel Novo Nordisk. Ich habe eine regelmäßige Abrechnung, also zum Beispiel sagen wir mal monatlich machen wir das oder halbmonatlich.
Und langfristig bildet sich dann eben da ein Durchschnitt draus, wenn ich das mehrere Jahre durchlaufen lasse. Und ja, klar, also monatlich 100 Euro in zum Beispiel in Novo Nordisk rein, das für 5 Jahre, dann habe ich einen sehr, sehr guten Durchschnittspreis für Novo Nordisk erreicht. Und ich persönlich setze sowas bei Scalable Capital um, weil da eben die Gebühren dafür kostenlos sind, also ganz niedrig, habe ich auch mal immer in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung verlinkt. Und so würde das natürlich grundsätzlich ablaufen. Und jetzt habe ich aber noch ein paar Aktien dabei, die für mich sehr, sehr spannend sind. Gerade wenn es um einen Sparplan geht, haben die für mich wirklich gute Charaktereigenschaften und beziehungsweise auch Trendeigenschaften, die mich dazu verleiten würden, hier mal einen Sparplan aufzusetzen. Ja, bevor wir dazu kommen, würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo dalässt und die Glocke anmacht, beziehungsweise einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Und jetzt schauen wir uns die Aktien an, die ich mitgenommen habe. Und die erste Aktie, die für mich sehr, sehr gut geeignet ist, ist O'Reilly Automotive. Die haben pro Jahr eine Rendite in den letzten 20 Jahren von 22,34% hingelegt, also wirklich sehr, sehr stark. Dann AJ Gallagher, also das ist ein Versicherungsunternehmen mit 15,41%, ein Total Return pro Jahr im Durchschnitt und Dollarama mit 25,47% in den letzten 15 Jahren, weil die sind noch nicht so lange auf der Börse, an der Börse, aber auch sehr, sehr stark. Und da möchten wir uns jetzt hier noch, oder möchte ich mir noch die aktuelle Situation anschauen bei den Aktien, wie die im Moment dastehen. Also, wir sehen jetzt hier schon Dollarama, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich das möglichst bei Aktien machen würde, die eine eher geringere Schwankungsbreite haben. Und wir sehen, dass Dollarama sich eigentlich sehr, sehr stark ja, gleichmäßig entwickelt und hier wirklich selten mal stärkere Korrekturen mit reinbringt. Und da wäre es jetzt für mich zum Beispiel auch sehr, sehr schwer zu sagen, wo jetzt hier der perfekte Einstieg wäre für einen Einmalkauf. Das wäre natürlich hier der Fall mal gewesen, 2018 oder so, wo man sich das mal überlegen hätte können. Aber jetzt schon, also seitdem eigentlich sehr, sehr schwer hier zu sagen, okay, jetzt wäre es mal angebracht, einen Einmalkauf zu platzieren. Und da, wenn ich diese Dynamik mir anschaue, da sieht es für mich so aus, als wäre da der Sparplan die allerbeste Möglichkeit, in die Aktie langsam einzusteigen. Nun bekommt man eben hier schön einen Durchschnittspreis und hat dann hier auch die Vorteile, dass man jetzt nicht so abhängig ist von dem einzigen Einmalkauf. Kann man natürlich auch machen, aber es ist bei so einer Aktie dann doch sehr, sehr schön, wenn man das über einen Sparplan machen kann. Also vor allem, wenn jetzt so ein Unternehmen ist, das so ja, gleichmäßig einfach nach oben läuft, wie es jetzt hier zum Beispiel Dollarama ist. Ja, auch bei Arthur J. Gallagher, also hier Insurance Broker, Versicherungsunternehmen, auch da sehen wir, dass wir seit 2016, 2015 auch so einen sehr, sehr gleichmäßigen Trend haben. Hier wäre für mich ähnliches Szenario relativ schwer, hier einen Einstieg zu finden, vielleicht noch etwas leichter wie bei Dollarama. Aber da ist natürlich auch wunderschön zu sehen, dass man hier einen sehr, sehr guten Durchschnittspreis bekommen würde, weil der Trend eben so gleichmäßig läuft. Also auch für mich wäre es interessant, nur als Sparplan, weil es einfach sehr, sehr schwer ist, hier mal einen Einmalkauf richtig zu tätigen. Man kann natürlich es auch so machen, man setzt jetzt hier mal 500 Euro oder was weiß ich, halt eine Tranche rein und baut dann auf den ersten Einmalkauf einen Sparplan auf. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die man machen könnte, wäre vielleicht auch ganz sinnvoll. Ja, noch eine Aktie, die ich dabei habe, ist O'Reilly Automotive, auch sehr, sehr interessantes Unternehmen. Die haben tatsächlich ein bisschen mehr Trenddynamik mit drinnen, wo man auch wirklich vielleicht einen Einmalkauf tätigen könnte, weil die wenigstens mal so 20% runter korrigieren. Aber auch hier würde es auf jeden Fall Sinn machen, einen Sparplan zu nehmen, anstatt ja hier jetzt einen Einmalkauf einfach zu starten. Also das ist natürlich hier absolut sinnvoll, auch mit diesem hübschen Trend grundsätzlich. Da funktioniert es einfach viel, viel besser. Und jetzt möchte ich noch im Vergleich mal ASML anschauen, weil die sind meines Erachtens einfach deutlich weniger gut geeignet ja, für einen Sparplan. Warum ist das so? Weil ich halt hier genau erkenne, wo ist eine Korrekturphase, wo sind wir gerade in einem bullischen Aufwärtstrend und wo ist es wahrscheinlich für mich am besten, wenn ich hier in das Unternehmen einsteigen möchte, also komplett frisch. Und da sehen wir ja zum Beispiel hier 2022 die Korrektur oder jetzt zuletzt auch die Korrektur. Da waren eben jetzt die spannenden Phasen. Und wir sehen ja einfach, dass das Unternehmen eine deutlich größere Schwankungsbreite hat im Vergleich zu
ja, den zwei, drei Aktien, die ich jetzt dabei hatte. Also das wäre jetzt, also ASML wäre jetzt für mich eine Aktie, die man mit Einmalkauf sehr, sehr gut auch timen kann. Und wenn man dann mal seine Position hier drinnen hat, dann kann man da zusätzlich noch einen Sparplan theoretisch laufen lassen. Aber ich möchte jetzt einmal hier nochmal herausstellen, dass für mich eben gerade diese Aktien sehr, sehr gut einfach für einen Sparplan sind, beziehungsweise geeignet sind, dass das eben die Aktien sind, die so gleichmäßig laufen und eben nicht diese Schwankungsbreite mit den doch relativ großen Korrekturen und damit auch guten historischen Chancen haben. Ja, also das ist der Hauptunterschied zwischen jetzt hier ASML und Dollarama. Ich denke, das sieht man schon. Also Dollarama korrigiert einfach überhaupt gar nicht oder nur ganz, ganz selten. Und bei ASML ist es einfach der Fall, dass die doch relativ in regelmäßigen Abständen hier mal ihren Kurs korrigieren. Von dem her ist es natürlich logisch, dass man sich bei Dollarama tendenziell eher ganz, ganz lange, also ganz lange darauf warten muss, bis man da mal einen guten Einstieg bekommt, im Gegensatz zu ASML, wo die Aktie ja doch alle paar Jahre mal eine größere Korrektur startet. Ja, würde mich interessieren, wie du das siehst. Würdest du jetzt auch solche Aktien vielleicht besparen wie ASML? Auch bei Unternehmen wie Realty Income zum Beispiel, klar, wenn die lange seitwärts laufen, kann es durchaus Sinn machen, hier mal einen Sparplan zu starten. Vor allem, wenn man merkt, dass man hier so eine längere, schwierige Phase mit reingeht. Grundsätzlich kann man hier aber auch feststellen, dass der Kurs jetzt hier unten dreht, weil wir hier einen Boden gebildet haben. Also wäre es im Prinzip auch durchaus möglich gewesen, hier abzuwarten, bis eben so ein Signal kommt. Ist aber auch immer schwer, gerade für Leute, die vielleicht weniger aktiv sind mit technischer Analyse und so weiter. Also auch da mit so Unternehmen, die jetzt eher seitwärts gerichtet laufen und hier mal in einer schönen, interessanten Zone mit drinnen sind, kann sich natürlich das auch lohnen, aber für mich immer absolut am spannendsten einfach hier diese Sparplanaktien, wie ich sie nenne. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Also es gibt natürlich auch sowas wie Novo Nordisk, sollte natürlich auch jedem geläufig sein. Novo Nordisk auch ein wirklich sehr, sehr schöner Sparplantitel, kann man auch hier gut feststellen. Das Unternehmen läuft ja auch relativ gleichmäßig nach oben, auch mit relativ wenigen Korrekturphasen. Hier korrigieren wir eben auch sehr, sehr selten. Aber man muss auch klar sagen, also vom Trendkanal her sieht es jetzt eigentlich so aus, als würde die Aktie jetzt bald eine neue Korrektur starten müssen und würde jetzt hier wieder runterlaufen. Dann hätten wir halt hier so mal so eine historische Einkaufschance, aber das kann ja eben keiner vorhersagen. Und deswegen auch hier zum Beispiel ja auch einer der beliebtesten Sparplanaktien, was ich absolut nachvollziehen kann. Ja, das war's mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.